Hier entsteht in traditioneller Zimmermannskunst ein Schwarzwälder Kornspeicher. Ein Holzhaus, gebaut ohne Schrauben, das nur mit Verbindungen aus Holz zusammengehalten wird. Ein Neubau, aber doch im alten Stil. Das macht man ein-, zweimal im Leben. Aber sowas ist schon außergewöhnlich. Ja. Da gibt es Verzapfungen, Nuten, Verkämmungen, ein sogenanntes Zapfenschloss, Holznägel, also wird alles möglich mit Holz miteinander verbunden. Also der Kornspeicher selber ist wie ein großes Möbel, wie so ein Schmuckkästle, kann man sagen. In wenigen Wochen wird das Schmuckkästle das Hofensemble des Wildenhofes, einer der eindrucksvollsten Höfe des Hochschwarzwaldes, ergänzen. Der Wildenhof ist ein typischer Vertreter Schwarzwälder Baukultur. Vorbereitet und zugesägt, also abgebunden, wird der Kornspeicher in Rottweil im Neckartal auf dem Gelände der ehemaligen Pulverfabrik. Als ich da runterkam, vor 30 Jahren, war das halt eine Industriebrache mit Zerfallscharakter, aber unglaublich Charme. Hubert Nowak ist Zimmerermeister aus Leidenschaft. In meiner Lehrzeit, da waren also wirklich sehr gute alte Gesellen, die alle Kniffe kannten. Da zehre ich heute noch davon und da konnte man die schönsten Verbindungen machen und Hauptsache es war nachher gut. Er arbeitet heute noch so, wie er es einmal gelernt hat. Man hat mit Maßlatte oder Schnüren hat man sich den Grundriss geholt, ist damit auf der Abbundplatz und hat dann 1:1 das Bauwerk Stockwerk für Stockwerk aufgebaut. Also meine Aufgabe als Meister besteht darin, dass ich die Maße auf das Holz übertrage. Also auch anreiße, wo jetzt ein Zapferloch hinkommt, wo eine Verblattung kommt, wie lang das Holz überhaupt ist, wo es abgeschnitten werden muss und so weiter, wo die Nut reinkommt. Und dann müssen meine Mitarbeiter meine Zeichen lesen können. Und dann können die im Prinzip selbstständig arbeiten. Geselle Jannik hat die Zeichen des Meisters richtig interpretiert und beginnt damit, einen halben Schwalbenschwanz in der Mauerschwelle auszuarbeiten. Diese Verblattung, die wird in der Regel mit der Kreissäge vorgeschnitten und dann mit dem Stemmeisen und mit Stoßaxt dann fein ausgearbeitet. Die Oberfläche der Verblattung glättet Jannik mit der Stoßaxt und prüft, ob noch Unebenheiten bearbeitet werden müssen. Eine Verblattung wird verwendet, wenn sich zwei Hölzer kreuzen und die Hölzer miteinander verbunden werden sollen. Sie sichern die Hölzer vor Verschiebungen und Verdrehungen. Dem Gesellen geht die Arbeit leicht von der Hand. 6-mal wiederholt er diesen Vorgang alleine an diesem Balken. In der Zwischenzeit bereitet Hubert Nowak in der Werkstatt Holznägel vor. Um einen schönen, geraden Holznagel hinzukriegen. Hängt immer auch ein bisschen vom Faserverlauf ab. Deshalb sucht man sich auch immer ein Holz raus, was einen schönen, geraden Faserverlauf hat. So. Ein Holznagel muss auch nicht immer perfekt sein. Jeder Holznagel kriegt eine individuelle Form. Rund 60 Holznägel werden in dem Kornspeicher verbaut. Jannik hat die Verblattungen in den Mauerschwellen ausgearbeitet. Jetzt stemmt er das Gegenstück in einem Balken der ersten Balkenlage aus. Es ist nur ein kleiner Keil,
der die beiden Hölzer gegen das Verrutschen sichern wird. Eine häufig verwendete Holzverbindung ist der Zapfen und das Zapfenloch. Geselle Viktor macht sich an die Ausarbeitung eines Zapfenloches, das einige Millimeter tiefer ist als der Zapfen, der später darin Platz finden soll. Über den Zapfen dürfen keine Kräfte übertragen werden. Er sorgt lediglich dafür, dass der Balken nicht verrutscht. Wir haben hier traditionell das Zapfenloch. Das Gegenstück ist der Zapfen. Und das arbeiten wir in der Regel mit dem Kettenstemmer aus. Früher hat man das von Hand rausgeklopft. Heute hat man die Maschine dafür. Trotz der großen handgeführten Maschinen benötigt Jannik Kraft, um den Brustriegel auszuarbeiten. Ein Querbalken, der etwa in Hüfthöhe an der Wand eingebaut wird. Er wird mit 2 Nuten versehen, die später die Wandbretter aufnehmen. Dann bekommt der Riegel noch 2 Zapfen. Die Ständer-Bohlen-Bauweise, die für den Schwarzwald typisch ist, zeichnet sich dadurch aus, dass in großem Abstand senkrechte Kanthölzer aufgestellt werden. Dazwischen werden Bohlen, also dicke Bretter, senkrecht oder waagerecht eingelegt. Also das Zapferloch und der Zapfer, das ist eine Steckverbindung wie beim Lego. Man steckt zusammen und fertig. Mit der Stoßaxt spitzt Jannik seinen Zimmermannsbleistift. Spitz muss er sein, damit er genau arbeiten kann. Der Balken, der direkt auf dem Fundament aufliegt, wird Mauerschwelle genannt. Alle 4 Mauerschwellen bilden das Schwellenband, die unterste Holzlage auf dem Fundament. Die 4 Hölzer werden durch ein sogenanntes Zapfenschloss zusammengehalten. Dafür ist ein besonders langer Zapfen notwendig. Schrauben sucht man in dem Bauwerk vergebens. Stabilität erhält es durch die handgefertigten Holzverbindungen. Sie sorgen dafür, dass sich die einzelnen Balken ineinander verschränken. Unter Fachleuten spricht man von zimmermannsmäßigen Holzverbindungen. Große Löcher, kleine Zapfen, damit sie gut und zusammenschlapfen. Ja. Wenn man jetzt waagerechte Hölzer untereinander verbindet, dann macht man das mit dem sogenannten Zapfenschloss. Wir haben ein durchgehendes Zapfenloch bei der einen Schwelle und bei der anderen haben wir einen langen Zapfen und eben nachher mit einem Keil gesichert wird gegen Verschieben. Eine ganz einfache Steckverbindung und effizient. Wenn man das Gebälk einbaut, da man auch, spricht man auch von der Platzhasse, haben wir auch einen halben Schwalbenschwanz. Und das Gegenstück ist, es gibt im Balken dann ausgearbeitet, so dass das sich verkrallt und aber auch nicht verschieben kann. Ja, dafür ist der halbe Schwalbenschwanz zuständig. Die erste Balkenlage ist fertig. Stabil. Dreidimensionales Denken und Vorstellungskraft ist schon gut. Ne? Man kann sich in den Bau reindenken. Wie ist das Gefüge? Wo sind die Tücken? Wo klemmt's? Wie gehe ich das an? Man hat immer Bilder im Kopf. Da gehört jetzt da eine Not, da kommt das Kopfband. Ja, da braucht man schon Konzentration.
und ordentlich Muskelkraft. Auch dem, der es ausarbeitet, hat ja Frage. Der sagt, was ist jetzt das genau? Da ist immer jetzt zu viel Strich drauf oder was? Da müssen wir was abstecken, da kommt noch Nut rein. Das sind schon viele Bearbeitungsschritte an einem Stück Holz. Und an dem massiven Eckpfosten sind es besonders viele Arbeitsschritte. Der Eckpfosten verbindet die Mauerschwelle unten mit dem Balkenkranz oben, dem Rähm. Zuerst wird ein Falz ausgearbeitet. Durch den Falz erscheint der Pfosten an der Innenseite nicht mehr ganz so wuchtig. Dann wird eine Nut ausgefräst. Im Schwarzwald ist ja die Tanne heimisch. Deshalb haben wir ja hauptsächlich Tannenholz in der Wandkonstruktion. Fichteholz haben wir dann in der Sparre. Aber das ist einfach so das Material, was man vor Ort findet. Also Tanne ist ein sehr nasses Holz, aber dafür kein Harz. Das ist das Schöne dran, dass man eben nicht irgendwo dann Harz runtertropft oder Austritt hat. Und wenn das Holz trocknet, dann hat es das gleiche Gewicht wie bei der Fichte. Es ist nur am Anfang halt wesentlich nasser. Ja. Man nimmt es auch gerne oder hat das früher gerne im Schwellenbereich genommen, weil das einfach mit der Erdfeuchte besser umgehen konnte. Also das ist nicht so schnell weggefault. Das war einfach resistenter, die Tanne. Das ist ein Wasserbauholz. Ja. Der massive Eckpfosten bekommt oben und unten einen Zapfen und eine Verblattung, zusätzlich ein Ohr und später einen Holznagel. In dem Bauwerk werden rund 20 Kubikmeter Holz verbaut. Das ist eine Menge Holz. Wenn man sowas baut, dann ist das Holz nachher nicht das teuerste im Ganzen. Das ist immer die Arbeitszeit. Und früher war es gerade umgedreht. Die Arbeitszeit war billig und das Holz war teuer. Also die Holzdimensionierung richtet sich jetzt natürlich nach einem historischen Vorbild. Und haben wir dann halt den Eckpfosten entsprechend mit 30-30 gewählt, weil da eben ja auch noch die Wände draufkommen und die Verblattung und alles muss ja da unterkommen, eben dass es eben stimmig aussieht. Die Maße des Vorbildes wurden leicht verändert übernommen und auf die spätere Verwendung angepasst. Der Bauherr will kein Korn und keine Vorräte lagern, sondern das Gebäude als Garage nutzen. Jannik bereitet die Wandfüllungen vor. Die dicken Bohlen werden mit einem Falz versehen. Die Füllungen werden dann in die Nut eingesetzt und können unabhängig vom Rahmen quellen und schwinden. Bei Bedarf lässt sich die Füllung auch reparieren oder austauschen. Wir haben seitlich Nuten, wir haben unten in der Schwelle im Riegel eine Nut und somit stecken wir es zusammen. Wie ein Baukastensystem. Die Bohlen fahren in die Nut rein, werden mit einer Fremdfeder untereinander gesichert und dann haben wir eine schöne geschlossene Wandfläche. In der Werkstatt überträgt der Zimmerermeister das eindimensionale Schnittmuster des Kornspeichers von seiner Aufrissplatte auf die Balken. Ich bin jetzt an der Aufrissplatte und habe so 1:1 diese Wand mal aufgerissen, damit ich die Kopf- und Fußbänder zum Beispiel vorbereiten kann, damit wir die nachher dann, wenn sie ausgearbeitet sind, an der Wand direkt anlegen können zum Ausarbeiten. Und zwar mache ich immer gleich beide miteinander, der linke und der rechte, und habe die jetzt so zusammengelegt, dass im Prinzip der obere gibt den ich jetzt hier übertrage, und der andere ist der auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt kann ich von hier wieder die Maße übertragen, also das Waagrechte, soll es ganz genau sein. Die liegen jetzt Gesicht auf Gesicht.
Das heißt, die schöne Seite ist dann die Seite, die man nachher sieht. Und dann gibt es immer eine gute Seite, eine schlechte Seite, eine krumme, eine gerade. Und so tut man sich das im Prinzip zurechtlegen. Aber wenn es mal liegt, dann wird es auch so gemacht. So, der läuft jetzt nicht spitz aus, sondern der kriegt oben eine leichte Stirn. Stirn sagt man zu dem, was ich jetzt gerade anzeichne. Das ist der obere Abschnitt. Das hält besser, wie wenn man jetzt das so spitz auslaufen lässt. Dann haben wir wieder ein Problem, dass es ausbricht. Dann haben wir die Hälfte des Holzes, verbindet die zwei Linien, damit wir einen Kreuzungspunkt in der Mitte kriegen. Und hier ist unser Holznagel. Und somit wären wir jetzt fertig mit beiden. Das Kopfband, das der Meister angerissen hat, hat Geselle Lorenz ausgearbeitet. Dieser Querbalken gibt dem Holzhaus dauerhafte Stabilität, ohne dass sich die Wände verschieben. Haben wir jetzt das Kopfband, das haben wir jetzt eingeplattet mit einer halben sogenannter Schwalbeschwanzverbindung. Schwalbeschwanz, weil die Schwalbe halt aus der Natur heraus normalerweise ein V bildet, aber wir haben einen halben, also halber Schwalbeschwanz. Und Press eingebaut, Holznagel als Sicherung hinterher und dann haben wir eine zug- und druckfeste Verbindung, die Jahrhunderte überdauert. Und wenn jetzt da noch was wäre, uneben oder so, dann könnte man, wenn man es nochmal rausmacht, noch ein bisschen nachschaffen. Aber so wie es aussieht, brauchen wir nichts nachschaffen. Alles gut. Lorenz hat den Schlangenbohrer vorbereitet, damit der Meister das Loch für den Holznagel bohren kann. Muss natürlich genau positioniert werden. Okay, und los. So, jetzt haben wir das Loch gebohrt. Jetzt kommt der Holznagel, den ich vorbereitet habe, aus Tanne. Der wird jetzt eingesetzt und dann haut man den rein. Ich hau den jetzt nicht ganz rein, aber wenn der sitzt, dann haben wir eine zug- und druckfeste Verbindung, die nirgends mehr hingeht. Diese Wand ist vorbereitet. Die anderen werden nach dem gleichen Prinzip gefertigt. Und deshalb haben wir die Wand auch zusammengelegt, damit wir diese Kopf- und Fußbänder sauber anzeichnen können und damit das nachher dann auch sauber passt. Nach rund 5 Wochen Bauzeit kommt der Kornspeicher in Einzelteilen an seinen Bestimmungsort auf dem Wildenhof in den Südschwarzwald. Der Bauherr, der liebt diese alte Gebäude und das ist auch schön. Der Hof wird durch sowas auch vollständig. Er könnte sich auch ein neues Auto kaufen. Nein, er will einen Kornspeicher. Und das ist genau richtig für uns. Die Zimmerer haben alle Teile auf die Baustelle gebracht. Jetzt zeigt es sich, ob alles ineinander passt. Die erste Balkenlage mit dem Fußboden liegt schon. Das große Puzzlespiel aus Kopf- und Fußbändern, Wandfüllungen, Balken, Riegeln und Eckpfosten kann beginnen. Ja. Jetzt. Genau so. Damit der Eckpfosten im Wasser bleibt, wird er provisorisch mit einem Bauspries abgestützt. Gut. Die Schraube ist nur ein Aufbauhelfer und wird später wieder entfernt. Jannik und Florian wissen genau, welches Bauteil wohin gehört. Gut, die haben. Der Aufbau geht schnell voran. Normalerweise brauchst du aber nichts klopfen. Die Wandbretter werden durch eine Fremdfeder miteinander verbunden und somit kann jedes Brett für sich arbeiten. Bleiben zusammen aber doch eine geschlossene Wandfläche. Gut, ist drin. Einwandfrei. Nicht nachstellen. Hoppa. Warte. Ja, komm.
Passt. Einwandfrei. Jetzt können wir da die Bretter reinschmeißen. Das ist jetzt erst rechts. Machen wir erst rechts voll. Ja. Dann machen wir links voll. Nach den 3 stärkeren liegenden Wandbrettern wird der Brüstungsriegel eingebaut. Wir haben hier eine Ständerbohlenwand, wie sie traditionell im Schwarzwald und auch in anderen Teilen Deutschlands gemacht wurde, aber im Schwarzwald ganz typisch. Das heißt, die Wand wird in Gänze aus Holz hergestellt. In dem unteren Teil haben wir dann stärkere Bohlen, weil man da eher mal dagegen fährt, vielleicht mit einem Wagen oder mit der Deichsel oder was auch immer. Oder das Pferd tritt aus. Und im oberen Teil haben wir eben schwächere, senkrechte Bohlen, die eben nur die Wand als Füllung dienen. So entsteht die erste Wand. Unter dem prüfenden Auge des Meisters. Ja, mach doch das Band, genau, mach das Band los. Ne, fahr doch einfach runter. Na, eigentlich brauchen wir es ja nicht mehr. Hubert Nowak widmet sich in Ruhe der Türschwelle. Er hat für seine Mitarbeiter alles vorbereitet. Man weiß ja nachher nicht mehr, wo welches Holz hingehört. Deshalb hat jede Wand ihre eigene Bezeichnung. Wo auch jemand mit umgehen kann, der jetzt nicht lesen und schreiben kann. Aber ein bisschen abzählen kann er. Ja, bis 10, das reicht in der Regel. Es geht immer darum, dass man das Holz wiederfindet. Weil irgendwann liegt es auf einem großen Haufen. Und somit hat man mit so einfachen Abbundzeichen ein relativ einfaches System geschaffen, um sein Holz wiederzufinden und wieder an Ort und Stelle aufzubauen. Holz zu mir. Das Holz ist natürlich, hat eine gewisse Stärke, aber das passt auch ganz gut. Wenn man da die Eckpfosten sieht, denkt man Mordsdinger, aber wenn sie dann stehen, passt es ganz gut. Ja. Warte mal. Das Kopfband wird in die Deckenschwelle, dem Rähm, und in den Eckpfosten eingepasst und mit einem Holznagel fixiert. Und damit die Arbeit richtig schön flutscht, kennt der Meister einen Trick. Holznägel mit 30 mm, wo man fast nicht reinkriegt, wenn man dann den ersten Nagel reingehauen hat. Und der geht fast nicht rein. Und der Meister sagt, nimm eine Seife. Ja, wieso auch das? Weil es besser rutscht. Wenn jetzt der Türsturz von dem Speicher mit dem gebogenen Sturzbogen oben, da kommt jetzt die Schrift rein mit den Anfangsbuchstaben der Bauherrschaft, das Kreuz in der Mitte und dann eben die Jahrzahl hinter drunter. Und das wird jetzt ganz fein groß gemacht, also deshalb haben wir ein scharfes Werkzeug und ein gutes Auge. Da haben wir auch schon gehabt, so ganze Spruchbänder, dass man den Nachbarn ärgern will. Dann schreibt man irgendwas mit Neider. Lass die Neider neiden und die Hasser hassen. Was Gott dir gegeben, das muss man dir lassen. Vielleicht ist das auch eine alte Art von Graffiti. Ne? Man hat keine Farbe gehabt, aber man hat halt irgendwas reingeschrieben. Irgendwas. Das ist einfach auch ein bisschen ein Dank an den Bauherr erstmal, dass er einem Lohn und Brot gibt sozusagen. Und gleichzeitig für den Bauherrn ist es ein bleibendes Zeichen. Was hat man denn sonst, was übrig bleibt? Am Ende. Die letzte Schrift, die sieht man ja selber nicht mehr, die einem gewidmet wird. Ne? Aber die bleibt. Ich kann da noch meine Bretter gucken. Jetzt hat sie gefressen, gut? Ja. Okay.
Der Torbalken ist der erste Balken der nächsten Balkenlage. Er stabilisiert in der Aufbauphase die beiden Wände rechts und links. Ja, dann. So, dann machen wir die Wand. He? Ja, okay. Der letzte Schliff mit dem Handhobel, damit die Wandbohle besser in die Nut rutscht. Natürlich mit Seife. Da musst du nur zu helfen, wieso? Ja, das Dieses Wandfeld hat 2 Aussparungen für Fenster und erhält, wie die anderen Wände auch, durch einen horizontal liegenden Balken, den Rähm, einen Abschluss. Auf dem Bau tragen alle ihre Kluft mit Stolz. Die meisten Leute kennen mich nur so. Ich ziehe es halt gern an und man muss sich nicht lange überlegen, was ich anziehen soll. Man ist immer gut anzogen, ob man auf Hochzeit oder auf eine Beerdigung oder auf einen Geburtstag geht oder einfach nur im Gemeinderat. Durch das ist Handwerk auch sichtbar. Ja. Seit der Lehre habe ich eigentlich immer die gleichen Kleider an. Mal habe ich mal was anderes ausprobiert, dann fühlt man sich, wie wenn man in die falsche Kirche geht. In 3 Tagen haben die Zimmermänner die Wände des Kornspeichers aufgestellt. Für das Dachgebälk benötigen sie nochmals 3 Tage. Hubert Nowak hat den Wildenhof vor einigen Jahren schon restauriert. Dafür hat der Zimmerer den Denkmalschutzpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Für den Kornspeicher erhält er das Lob und den Dank des Bauherrn. So ist der Wildenhof wieder um ein weiteres Gebäude in traditioneller Bauweise reicher geworden. Neu gebaut mit alten Tricks in der für den Schwarzwald typischen Ständer-Bohlen-Bauweise. Ja, fühlt sich schon gut an, wenn man so nach alter Vätersitte, wie man so schön sagt, so einen Bau erstellen kann. Und alles von Hand rausarbeitet und zulegt. Ja. Also ist sehr harmonisch auch vom Gesamterscheinungsbild. Später wird der Kornspeicher mit Holzschindeln gedeckt. Die Arbeit von Hubert Nowak und seinen Mitarbeitern ist mit dem Richtfest abgeschlossen. Wenn der Zimmermann nicht wäre, wo käme ein solcher Prachtbau her? Wir Zimmerleut, wir sind halt Leut. Und solch ein Bauwerk macht uns Freud. Du Glas zersplittern und im Grund, geweiht sei dieser Bau zur Stund. Ich fühle mich gut mit dem Bauwerk und bin sehr zufrieden, dass alles geklappt hat. Kein Unfall passiert ist. Und wenn man hier in dieser schönen Gegend arbeiten kann, das ist schon wie Urlaub. Besser hätte es nicht sein können. Und meine Jungs sind zufrieden, die lieben auch mal so eine Arbeit. In der Tat, ein Schmuckkästle. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.